Heute bei den Lately News hat in Essen ein Mann an einem Bahnhof seinen Rucksack vergessen und die Bundespolizei telefonisch gebeten, diesen vor Ort zu sichern, damit er ihn dann später abholen könnte. Leider hatte der Mann dabei nur vergessen, dass sein Rucksack vollgestopft hatte mit Drogen. Und so bekam er von der Bundespolizei seinen Rucksack zwar zurück, leider nur leer. Aber zumindest braucht er sich in den nächsten 6 Monaten keine Gedanken mehr machen, irgendetwas an einem Bahnhof zu vergessen. Noch mehr gleich bei News. Berlin mit den aktuellen Lately News aus dieser und der nächsten Welt. Natürlich heute Abend wieder mit mir, Florian Strehlitz. Selbstverständlich bin ich auch heute Abend wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Kapstadt oder wieder aus Bielefeld oder zumindest vielleicht. Außerdem gibt es nachher die einzig wahre Filmkritik zum neuen Jurassic World, ein neues Zeitalter, der ab nächsten Donnerstag in ausgewählte Kinos kommt. Sofern diese nicht schon wieder von randalierenden Dinosauriern besetzt sind, die jeden Tod eines Menschen feiern, da es ihnen nur darum beim Kinoschauen geht, nämlich dem Bodycount. Jedenfalls setzt Jurassic World, ein neues Zeitalter, nahtlos an seinen Vorgänger an, was wiederum bedeutet, dass empfohlen wird, vorab mindestens eine vom Kinopersonal verteilte Dummheitspille zu schlucken, um die Jurassic Park großen Plotlöcher ertragen zu können. Ansonsten drohen massive Kopfschmerzen, ungefähr auf dem Niveau eines Fast and Furious Filmes. Na, mal schauen, ob der Bodycount von Jurassic World, ein neues Zeitalter, an seinen Vorgänger herankommt oder den Allzeitrekord vom Weißen Hai toppen kann. Da kamen nämlich 468 tote Menschen pro toten Hai. Aber kommen wir zuvorst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und schauen nach Berlin. Einer meiner besten Freunde ist ja mein Postbote. Er ist dabei sogar so nett, mir immer im Vorfeld alle Klagen, Abmahnungen und Urheberansprüche vorab auszusortieren, sodass ich nur noch die interessante Post bekomme. Leider hat auch er keine Erklärung dafür, warum nie einer meiner Gehaltschecks ankommt, aber er hat versprochen, nachher mit seinem neuen Ferrari mal in die Postzentrale zu fahren und nachzufragen. Scheinbar verdienen die bei der Deutschen Post ordentlich dank eines guten Tarifvertrages. Und vermutlich aus diesem Grund hatte sich ein Mann als Postbote verkleidet, um in Berlin-Neukölln mit dieser Verkleidung einen Juwelier zu überfallen, indem er ihn in den Schwitzkasten nähen konnte und ihn so zwang, all die Juwelen dem falschen Postboten auszuhändigen. Nur leider konnte die Täterbeschreibung des Juweliers auch nicht weiterhelfen, weil der Dieb halt aussah wie ein Postbote. Dementsprechend hat die Berliner Polizei für dieses Wochenende vor, alle Postboten in Berlin sicherheitshalber festzunehmen. Klingt sinnvoll. Derweil in Birmingham. Gerade wenn man sehr oft immer wieder dieselbe Strecke mit dem Auto fährt, dann fühlt es sich schnell an, als würde man auf Bahngleisen fahren. Man kennt jedes Schlagloch oder hier in Brandenburg jede Kuh. Was sehr nützlich sein kann, da diese mir dann immer frisch pasteurisierte und vor allem laktosefreie Milch für meinen kolumbianischen Kaffee spendieren. Dafür muss ich noch nicht einmal langsamer werden. So etwas Ähnliches dachte sich auch ein Brite, der in Birmingham einen Autostau auf Bahngleisen umgehen wollte. Was auch anfangs gut klappte, nur hatte sich sein Auto so unglücklich mit den Gleisen verkeilt, dass er, als ihm ein Zug entgegenkam, wieder rückwärts fahren musste bis zu der Stelle, wo er vorher im Stau stand. Und weil der Brite an sich schon einen an der Waffel hat, ich sage nur Pfefferminzsoße zu wirklich jedem Essen, reihte er sich dann wieder mit seinem leicht demolierten Wagen in den Stau ein. Noch zum Abschluss die Lately News Filmkritik der Woche. Zum neuen Jurassic World, ein neues Zeitalter, der ab nächsten Donnerstag in ausgewählte Kinos kommt. Jurassic World, ein neues Zeitalter, ist der mittlerweile 6. Film aus dem Jurassic Park Franchise. Genauso fühlt er sich auch mittlerweile an
nämlich wie ein ausgelutschter Drops. War der erste Film noch ein computertechnisches Meisterwerk mit einer fast nicht vorhandenen Story, setzten alle folgenden Teile immer mehr auf CGI-Bombast, als zumindest bei der Story wenigstens auf gehobeneres GZSZ-Niveau zu kommen. Aber ich kann verstehen, lieber in den schönsten Greenscreen-Studios der Welt zu filmen, als in der echten Welt. Denn die echte Welt sieht leider immer eher nach Hannover aus, als nach Wakanda. Und so sind die gefühlten 180 Minuten von Jurassic World ein neues Zeitalter zäher als T-Rex-Pupu nach 3 Stunden in der Sonne. Deshalb sei gewarnt, Jurassic World ein neues Zeitalter, die dunkelrote Likely Fake News Kinokarte an dich und du stehst ab sofort unter der Beobachtung der Genfer Konvention. Denn mittlerweile foltert die CIA Terroristen nicht mehr mit Waterboarding oder Phipps Asmussen-Witzen, sondern zeigt Filme aus dem Jurassic Park Franchise. Und so gefoltert zu werden, haben selbst die nicht verdient. Aber schalten wir jetzt noch einmal schnell zum Wetter und zu unserem Wetterkorrespondenten Froschi Fernseher mit der aktuellen Wettervorhersage für die nächsten 3 Tage. Danke, Froschi Fernseher. Und immerhin bedeutet diese Wettervorhersage, dass es in den nächsten Tagen genauso ein Wetter geben wird wie bei der Vorhersage in der Tagesschau, welche genau jetzt vorbei ist und du nun nicht weißt, was du morgen anziehen sollst. Ein Tipp von mir: Eine Hose kann schon mal nicht schaden, nicht wie sonst. Also ein fast normaler Juni im Homeoffice. Das waren die Late News, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Dienstag dann zur Show. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.